Die Moschellandsburg, mehr als nur einen Blick wert. Ich liebe es, wenn man den Bergfried besteigen kann. Eine tolle Aussicht ist so immer garantiert. Und auch das Bauwerk selbst lässt sich so gut überblicken. Welche Geschichten sich wohl in diesen altehrwürdigen Mauern abgespielt haben mögen, das Folgende konnten wir herausfinden. Wann die Burg Landsberg, wie die Wehranlage ursprünglich hieß, entstand, ist nicht überliefert. Eine erste Burg an diesem Ort könnte bereits im 10. Jahrhundert bestanden haben. Manche vermuten, dass der Nahegau-Graf Emich I. die erste Version der Festung im 12. Jahrhundert erbauen ließ. Anderen Theorien zufolge soll es sein Sohn Gerlach I. von Veldenz gewesen sein. In den Schriften taucht die Burg erstmals 1255 in einem Kaufvertrag des Klosters Eberbach auf. In dieser Zeit gehörte sie zum Einflussgebiet der Grafen von Veldenz. Diese hatten die Burg Landsberg vom Bistum Worms als Lehen erhalten. Das sollte noch fast 200 Jahre so bleiben. Doch dann stirbt Graf Friedrich III. Von Veldenz 1444 ohne männlichen Erben. Seine Tochter Anna heiratet den Pfalzgrafen Stephan von Pfalz-Simmern. Somit gelangen Burg und Grafschaft in seinen Besitz. Bei der Erbteilung nach seinem Tod geht die Burg an die Linie Pfalz-Zweibrücken. Stephans Sohn Ludwig der Schwarze baut die Wehranlage in der Folge zu einer Festung aus, einer der größten der Pfalz. 1461 und 1512 wird die Burg belagert. Doch die Angreifer schaffen es jeweils nicht, Landsberg einzunehmen. Die Anlage besteht aus einer älteren Oberburg und der Unterburg. Bei einem Besuch vor Ort gibt es beispielsweise die Überreste des bereits erwähnten Bergfrieds zu sehen. Er hat einen Grundriss von 11 mal 11 Meter und 3 Meter dicke Mauern. Der Turm war ursprünglich mindestens 3 Stockwerke hoch. Auch die Ruinen des Palas und diverser weiterer Gebäude können auf dem weitläufigen Burggelände erkundet werden. Ab 1618 brechen düstere Zeiten an. Die Schatten des Dreißigjährigen Krieges hinterlassen ihre Spuren. 1620 nehmen die Spanier unter General Hendrik van den Berg die Anlage kampflos in Besitz. Die Aufgabe der Burgbesatzung war verständlich. Schließlich waren sie nur 250 Mann und die Spanier deren 2000. 11 Jahre später wird sie durch die Schweden erobert. Im Jahr 1635 greifen schließlich kaiserliche Kroaten die Burg Landsberg an und hinterlassen ein Bild der Verwüstung.
Die Anlage wird geplündert und gebrandschatzt. Erst 1645 nimmt Pfalzgraf Friedrich Ludwig die Anlage wieder für die Familie in Besitz. Nach dem Krieg lässt er die Burg als Renaissanceschloss wieder aufbauen und verstirbt 1661 auch dort. Danach dient Landsberg ab 1675 als Witwensitz für seine Schwiegertochter Charlotte Friederike, welche später Verwalterin des Herzogtums Pfalz-Zweibrücken wurde. Im Jahr 1683, während des Pfälzischen Erbfolgekrieges, wird die Burg Landsberg in Abwesenheit der Pfalzgräfin von den Truppen des französischen Königs Ludwigs XIV. Zerstört. Die ehemalige Festung, nunmehr eine Ruine, wird 1693 wieder an Pfalz-Zweibrücken zurückgegeben. In den Kriegen nach der Französischen Revolution um 1789 besetzen die Franzosen die Pfalz erneut. Dabei nehmen sie auch die Ruinen von Schloss Landsberg in Besitz und erklären diese zum Nationalgut. Ende des 19. Jahrhunderts gelangen die Ruinen schließlich in den Besitz von Obermoschel, übrigens die kleinste Stadt der Pfalz. Erste Sicherungsmaßnahmen gibt es in den 1920er und 30er Jahren. Ende der 1950er Jahre dient die Burg als Kulisse für Teile des Films Der Schinderhannes. Kurt Jürgens und Maria Schell spielen darin die Hauptrollen. Von 1977 bis 1983 wird die Schlossruine erneut instand gestellt und restauriert. Außerdem wird eine Schutzhütte über den Kellergewölben des Palas erbaut. Seit 2005 finden regelmäßig Sanierungsarbeiten statt. Um die Ruine kümmert sich übrigens ein Verein. Toll, wenn solche Orte erhalten bleiben. Ich genieße jetzt noch ein bisschen die Aussicht und danach geht's zurück an den Schreibtisch für die nächste Recherche. Ich wünsche euch tolle Abenteuer und Touren. Bis zum nächsten Mal.